Hallo und schön, dass du da bist. Ich bin Elena, Künstlerin, Mentorin und Gründerin der MEMA-Methode. Auf meinem Kanal dreht sich alles um intuitive Kunst, persönliche Prozesse und die Suche nach dem eigenen Ausdruck. Ich möchte dich inspirieren, deinen eigenen Stil zu finden, in der Kunst und auch im Leben. Wenn du Lust hast, dich selbst neu zu entdecken und dabei mit Farben, Formen und Techniken zu spielen, mit den inneren Bildern zu arbeiten, dann bist du hier genau richtig. Es geht los. Komme mit mir auf eine inspirierende und zauberhafte Reise. Ich beginne immer ganz spontan zu arbeiten. Inspirationen finde ich überall. Und manchmal sehe ich etwas auf meinem Weg, wenn ich durch den Wald gehe oder ich lasse mich durch kaputte Bodenfliesen inspirieren, durch Baumrinde oder sogar durch mein Frühstücksobst. Diesmal aber haben mich diese Aquarelltinten angesprochen und zu ihnen habe ich gegriffen und ja, du siehst, was dabei passiert. Es ist jedes Mal ein Impuls, mit dem ich arbeite und jeder weitere Impuls bringt mich einen Schritt weiter. Mein Bild ist jetzt trocken, ich habe genug gespürt und möchte jetzt schauen, welche Botschaft dieses Bild mitgebracht hat, welche Geschichte sich hier verbirgt. Ich suche nach den Farben, ich habe sie mal wieder neu übermalt. Zuerst erschien mir mein Hintergrund zu dunkel geraten. Jetzt habe ich das aufgehellt. Mal sehen, ob ich das so lasse oder wieder verändern werde. Hier sah ich eine Frau sitzend, als ob sie an einem Felsen sitzen würde und einen Stein umarmen würde. Dann aber habe ich mir das aus der Entfernung angeschaut und habe sie übermalt. Und frag mich nicht, warum ich das gemacht habe. Das ist auch ein Impuls gewesen, der mir sagte, nein, sie gehört nicht hierhin.
Ich bin gerade an einem Punkt, wo ich überhaupt nicht weiß, wo es für mich mit dem Bild weitergeht. Irgendwie irritiert mich das total. Ich verstehe das nicht gerade. Ich verstehe nicht, warum ich diesen bärtigen Mann ziemlich direkt gesehen habe. Ich bin mitgegangen. Ich habe meiner Intuition bin ich gefolgt und habe diese Figur stehen gelassen und ausgearbeitet, weil ich das von Anfang an als wichtig erkannt habe. Das war irgendwie wichtig. Das war so ein energetischer Sog, der mich genau dahin gebracht hat, wo ich jetzt gerade stehe. Und dann sehe ich da noch vieles mehr und das ist wie ein Rätsel gerade, denn ich versuche zu entschlüsseln. Ja, es geht also weiter. Und ich verändere wieder die Farben. Diesmal möchte ich diesen Bart aufhellen, der war ja von Anfang an ziemlich dunkel. Und jetzt mache ich das andersrum, dass der Hintergrund dunkler wird und der Bart heller. Jeder neue Tag, an dem ich arbeite, bringt mir einen neuen Blick auf mein Bild. So beginne ich also jedes Mal, wenn ich ins Atelier komme, erstmal das Bild auf mich wirken lassen mit der Frage, wie geht es weiter? Hier sah ich eine schwangere Frau, die hinunter zu ihrem Bauch schaut und ihre Hände liebevoll darauf gelegt hat. Und noch eine Figur habe ich entdeckt mit zu Seiten ausgestreckten Armen, als ob sie hinauffliegen möchte. So, ihr Lieben, ich bin fertig. Das ist das neue Bild. Ich muss sagen, ich bin froh, dass ich nicht aufgegeben habe und trotzdem weitergemalt habe, obwohl ich so irritiert war, nicht verstanden habe, aber trotzdem wusste ich, dass das schon der richtige Weg ist. Und jetzt hinterher sehe ich da sehr viel und ich finde das sehr mutig auch, was sich da herausgezeigt hat. Ich vermute, dass das etwas mit der mit dem inneren Frieden zu tun hat. Ich glaube, das ist etwas Altes,
vielleicht eine alte Seele, die in einem lebt und auf diese Weise zum Vorschein kommt. Sowas, was einen durch das Leben leitet, so geerdet und verwurzelt. Da ist aber noch so vieles andere drin, also ich muss mir das noch alles in Ruhe anschauen und bin unfassbar gespannt, was ihr dazu sagt, wie ihr das Video gefunden habt, wie findet ihr das Bild, was ist das für ein Gefühl, wenn ihr darauf schaut. Lasst das auf euch wirken. Ich bin dankbar für alles, was kommt, jetzt schon, und wünsche euch eine wundervolle Zeit. Bis dahin, alles Liebe für euch. Danke, dass ihr da seid.